Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Wenn ihr mit OneNote arbeitet, dann arbeitet ihr normalerweise digital, aber in manchen Fällen kann es ganz sinnvoll sein, auch mal was auszudrucken. Und das ist im Prinzip ganz einfach, aber nachdem OneNote ja primär fürs digitale Arbeiten ausgerichtet ist, gibt es so ein paar Dinge, die man beim Drucken beachten sollte. Ihr findet das Drucken wie gewohnt unter Datei Drucken und habt dann die Möglichkeit, direkt den Drucker auszuwählen und zu drucken oder erst eine Seitenansicht anzuschauen. Ich empfehle euch immer erst die Seitenansicht aufzurufen, weil man nur dort halbwegs gut sieht, was im Endeffekt rauskommen wird. Zunächst mal entscheidet ihr, was ihr drucken wollt. Ihr könnt die Seitengruppe drucken. Das wäre jetzt hier bei den vorhandenen Quicktips alle, die hier eingerückt sind. Ihr könnt die aktuelle Seite drucken. Das ist die, die jetzt gerade hier ausgewählt ist. Oder ihr könnt auch den ganzen Abschnitt drucken. Das wäre also dann hier der Abschnitt OneNote mit all den Seiten und Unterseiten, die hier drin sind. Ich wähle die aktuelle Seite, wähle das Papierformat. In meinem Fall nehme ich da mal DIN A4. Und jetzt sehe ich schon mal, dass die Seite etwas verkleinert wird im Gegensatz zu dem, was ich sonst so sehe. Und der Inhalt wird an die Papierbreite angepasst. Und es gibt jetzt zwei Seiten. Die kann ich hier auch durchblättern und kann sehen, so sieht das aus. Ich habe keine weitere Möglichkeit zum Vergrößern oder Verkleinern der Seiten. Ich habe nur die Möglichkeit, den Inhalt an die Seitenbreite anzupassen. Ich kann also jetzt mal noch versuchen, wie ist es im Querformat. Da sehe ich dann, oh, das sind jetzt sogar 3 Seiten, das ist vielleicht noch schlechter. Also nehme ich mal Hochformat und dann entscheide ich noch, wie die Fußzeile aussehen soll. Ich würde auf jeden Fall immer Seitennummern dazu nehmen, sonst wird es relativ leicht unübersichtlich. Und dann kann ich hier mit Drucken noch den Drucker auswählen und kann dann den Druckauftrag anstoßen. Ich mache das jetzt im Moment nicht, ich breche hier ab. Wenn ihr schon vorher wissen wollt, wie gut diese Seite auf ein DIN A4-Blatt passt, dann könnt ihr über das Menü Ansicht und Papierformat könnt ihr schon mal einstellen, wie wäre das denn, wenn ich diese Seite jetzt im A4-Format formatiere. Dann seht ihr nämlich schon, was fällt hier auf der rechten Seite raus, also was ist schon außerhalb der Seite. Beziehungsweise wenn ihr im Querformat euch das anschaut, dann seht ihr, was da außen rausrutscht. Und man könnte jetzt dieses Papierformat für die Seite schon vorher einstellen, sodass, wenn man drauf arbeitet, man sieht, wie viel Platz man eigentlich da drauf hat. Und man könnte dieses Papierformat auch in eine Seitenvorlage einbauen, wenn einem das wichtig ist für die Seiten in diesem Abschnitt oder für bestimmte Seiten. Ich setze das hier wieder zurück auf automatisch. Ich finde das zum normalen Bearbeiten die beste Lösung. Ja, ich hoffe, das hilft euch weiter, wenn ihr mal was ausdrucken müsst. Macht es aber selten. Ihr wisst ja, meistens ist es gut, die Sachen digital weiter zu verarbeiten. Gerade Änderungen, Notizen, die ihr dann vielleicht auf ein Blatt Papier macht, die müsst ihr dann wieder in OneNote übertragen. Also schaut, wie ihr mit dem Drucken am besten umgeht. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal. Schreibt auch gerne eure Fragen in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich beantworte die manchmal sogar mit einem Video. Das war's für heute. Ciao, euer Arno.